Ich zeige dir hier ein Rezept, wie du ein Peeling für Gesicht und Körper selber machen kannst. Dabei kann man nicht nur Geld sparen, sondern es ist auch komplett nachhaltig, weil wir Produkte recyceln. Ich zeige dir jetzt das Rezept für das Peeling und welche Produkte ich dafür verwende. Ich erzähle dir auch was über alternative Produkte und welche Wirkung das jeweils auf die Haut hat. Außerdem zeige ich dir dann noch, welche Pflege ich anschließend auf meinem Gesicht verwende, denn nicht nur das Peeling ist wichtig, sondern definitiv auch die Pflege danach. Und wenn dich das alles interessiert, dann bleib jetzt dran. Hallo, ich bin die Sophie, willkommen bei Sohalt und wir starten direkt mit dem Peeling-Rezept. Ich verwende genau 3 Produkte und mehr ist es nicht, es ist so einfach und das meiste hast du wahrscheinlich zu Hause. Für ein mechanisches Peeling brauchen wir Peeling-Körner oder irgendwas, was rubbelt und dafür nehme ich gerne Zucker. Normaler, raffinierter Zucker hat jeder eigentlich so zu Hause. Und wenn du so wie ich zu trockener Haut neigst, dann ist das genau die richtige Wahl. Du kannst auch Rohrzucker nehmen, braunen, weißen oder ganz normalen Raffinadezucker. Wenn du fettige Haut hast, dann solltest du keinen Zucker nehmen, sondern dann nimmst du am besten Salz und zwar feines Meersalz. Wenn du nur grobes Meersalz zu Hause hast, dann kannst du es dir auch mahlen im Mixer oder in deiner Küchenmaschine. Und da ich ein hemmungsloser Kaffeetrinker bin, habe ich immer jeden Tag Kaffeesatz und davon verwende ich einfach den Kaffeesatz von heute Morgen und gebe davon genauso viel dazu zu dem Zucker, also 1:1 Mischung. Der ist schon aufgegossen worden, also ich verwende jetzt hier keinen frischen Kaffee, sondern das ist Recycling. Bitte achte darauf, dass der nicht schon 3 Tage oder 7 Tage rumsteht, sondern dass der vom selben Tag am besten ist. Und damit sich das Ganze gut verbindet und nochmal extra Pflege für die Haut liefert, gebe ich ein Öl dazu. Ich nehme hier Moringaöl, ich erzähle dir auch gleich, welche Wirkung das hat, aber du kannst auch Olivenöl verwenden oder Kokosöl, was du gerade zu Hause hast, beziehungsweise was du gerne magst. Das Ganze verrühre ich jetzt, bis es eine Masse wird, feucht ist und aber auch klebrig. Also nicht zu flüssig, nicht zu fest. Es sollte sich so gut auftragen lassen und trotzdem eine schöne Manchigkeit haben. Das Ganze hält sich jetzt im Bad in einem verschlossenen Behälter bis zu einer Woche. Wenn du es im Kühlschrank aufbewahrst, dann kann es sogar noch länger sein. Dann kann es aber sein, vor allen Dingen bei Moringaöl ist es so, dass es dann fester wird. Aber das macht nichts. Sobald es mit der warmen Haut in Kontakt kommt, wird es wieder feuchter und flüssiger. Was ich auch gerne mache, ich recycle gerne Behälter, in die ich dann mein Peeling reingebe, zum Beispiel von einer Haarmaske oder von einer Gesichtsmaske. Da hat man oft diese Behälterchen und da kann man das reingeben. Oder was ich jetzt auch gerade übrig habe, weil da hatte ich ein Weihnachtsgeschenk drin bekommen. Das ist so ein schönes Gläschen. Die gibt es beim Teddy oder aber auch bei Amazon zu kaufen und ich verlinke dir da mal was. Oder Weggläser hat man ja auch vielleicht zu Hause oder Marmeladengläser. Also geht alles und du musst auch nicht unbedingt extra dafür etwas kaufen. Sondern hier ist ja auch Geld sparen und Recycling ein großes Thema. Kommen wir zur Wirkung, die das ganze Peeling für das Gesicht oder auch den Körper hat. Also erstmal Zucker oder Salz dient als Peeling-Grundlage, also dass wir ein mechanisches Peeling erzeugen können und die Hautschüppchen entfernen können. Wenn wir die entfernen, sieht die Haut sofort rosiger und strahlender aus, weil dieser Grauschleier weg ist. Und tote Hautschüppchen, das passiert einfach, die Haut erneuert sich und die bleiben halt noch auf der Haut. Und wenn man sie entfernt, dann sieht sie sofort strahlender aus. Der Kaffee belebt und fördert die Durchblutung, was auch dazu führt, dass die Gefäße aktiviert werden, stimuliert werden und die Haut rosiger aussieht. Gleichzeitig auch straffer durch das Koffein. Das Moringaöl ist, finde ich, ein ganz spezielles und hochwertiges Öl, das man immer öfters mal in seine Hautpflege integrieren sollte. Das wirkt antioxidativ und entzündungshemmend. Und das heißt, es ist vor allen Dingen besonders gut geeignet, wenn du vielleicht ein paar Pickelchen oder Unreinheiten hast. Also bei ganz schlimmen Entzündungen würde ich das jetzt auch nicht nehmen, aber wenn du so kleine Stellen hast, dann wirkt das hervorragend und beruhigt das Ganze noch. Danach wasche ich meine Haut einfach lauwarm ab und tupfe sie mit einem Handtuch trocken. Hier reibe ich jetzt, also gerade am Körper reibe ich hier nicht mit dem Handtuch nach, denn das Ganze dient auch gleichzeitig als Bodylotion danach. Also wenn du in der Dusche das Peeling aufträgst, dann hast du gleichzeitig durch das Öl eine schöne, geölte Haut und das wollen wir nicht direkt mit dem Handtuch wieder runternehmen. So spart man sich auch gleichzeitig noch eine Bodylotion. Im Gesicht nehme ich das ganze Öl doch schon ein bisschen mehr ab und möchte jetzt meine anschließende Pflege auftragen. Und da nehme ich etwas gegen Falten. Und da liebe ich den Falten Control Booster von Beauty Mates in Verbindung mit dem Peptid Lifting Booster.
Der eine reduziert Falten und der andere liftet die Haut, also strafft sie extrem. Ich benutze schon so lange Beautymates Booster und ich weiß, dass sie wirken und dass sie das halten, was sie versprechen. Beautymates ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf Wirkstoffe spezialisiert hat. Das heißt, sie achten wirklich darauf, was drinnen ist. Es sind nur Wirkstoffe drinnen und keine schädlichen Produkte. Sie sind komplett parfümfrei, PEG-frei, silikonfrei, palmölfrei, alles, was einem sonst noch so einfällt an Schadstoffen, das ist nicht enthalten. Gleichzeitig verzichten sie auf Duftstoffe und Farbstoffe, was auch sehr wichtig ist, denn es gibt viele schädliche Farbstoffe, die sich in der Kosmetik verbirgt, um das Ganze farbiger zu machen, was eigentlich Quatsch ist. Und mit meinem Code Sophie30 sparst du 30% auf deine Bestellung, was echt wahnsinnig viel ist. Den Link findest du unten in der Infobox, wenn du den aktivierst. Dann wird das sofort von allen Produkten, die du in den Einkaufswagen schiebst, abgezogen. Die beiden Booster vermische ich direkt in der Handfläche mit meiner Tagespflege. Und zwar ist das eine Hyaluron-Tagescreme von Beautymates, die langkettige und kurzkettige Hyaluronsäuren enthalten. Was immer wichtig ist, dass es nicht nur oben aufliegt, sondern auch tief in die Haut gelangen kann und sie von unten aufpolstert. Und diese Wirkung, die sieht man. Wenn man diese Pflegekombination regelmäßig anwendet, dann wird man merken, wie schön glatt die Haut wird. Nicht nur glatt, Falten werden rausgebügelt, sondern auch gestrafft. Und jetzt ist meine Haut bestens vorbereitet, um schlafen zu gehen oder um auch meine Tagespflege aufzutragen. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt morgens oder abends so angewendet wird, wobei ich persönlich mein Peeling immer abends anwende. Für mich ist das wie so ein Beauty-Ritual, wie ein Wellness-Ritual, das ich dann am liebsten abends nach der Badewanne mache. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dem Peeling, zu den Inhaltsstoffen oder auch zu Beautymates, schreib mir das in die Kommentare. Ich beantworte alle eure Fragen gerne. Und wenn du Zeit hast, dann würde es mich riesig freuen, wenn du mir deine Peeling-Kreation, ein Foto davon auf Instagram schickst. Ich heiße da Sohalt, ganz normal, also @Sohalt. Kannst mir das als Nachricht schicken oder auch einfach mit dem Hashtag #SoSpealing. Und da schaue ich dann rein und es wird mich wirklich freuen, eure Kreationen zu sehen. Hier oben verlinke ich dir jetzt noch ein Video über Koffein und welche Wirkung Koffein auf die Haut hat. Das habe ich in dem Video noch ein bisschen ausführlicher erzählt als hier. Und da solltest du unbedingt reinschauen. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao!